In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich mit einer Powerstation die Stromversorgung in meinem Campervan umgesetzt habe. Ich bin der Stefan und jetzt geht's los. Ich habe mich für eine Powerstation entschieden, weil ich dort alle Funktionen in einem Gerät habe und nichts mehr selbst verkabeln muss. Geplant ist, dass ich nie länger als einen Tag autonom stehen werde. Zur Unterstützung der PowerOak habe ich 400 Watt Solarfelder auf dem Dach montiert. Mit den 2000 Wattstunden der PowerOak kann ich den Kühlschrank und die restlichen Verbraucher mindestens 24 Stunden lang laufen lassen. Wie man hier sehen kann, bietet die PowerOak sehr viele Anschlussmöglichkeiten. Sowohl 12 Volt, 230 Volt, USB-C und USB-A-Anschlüsse. Zum Laden der PowerOak stehen zwei Anschlüsse zur Verfügung. Einmal der kombinierte Anschluss Autobatterie und Solarmodul und einmal der Anschluss für das 230 Volt Ladegerät. Durch die Verwendung der Powerstation kann die elektrische Installation sehr einfach gehalten werden. Sobald Landstrom angeschlossen wird, kann die Powerstation mit dem Netzteil geladen werden und der Netzvorrangschalter schaltet die internen Verbraucher auf den Landstrom um. Um Mensch und Material zu schützen, sind FI- und Leistungsschutzschalter verbaut worden. Die 12 Volt Verbraucher sind mit einem eigenen Sicherungskasten versehen und können einzeln geschaltet werden. Die ganze Elektrik wird platzsparend unter der Sitzbank untergebracht. Die zusätzlich zur Powerstation benötigten Komponenten sind schnell montiert. Das 230 Volt Netzteil-Ladegerät für die Powerstation kann separat ein- und ausgeschaltet werden. Durch den verbauten Wechselschalter kann ich die Powerstation entweder über die Solarpaneele laden oder über die Fahrzeugbatterie. Die 12 Volt Anbindung an die Powerstation habe ich euch bereits in einem meiner vorherigen Videos gezeigt. Die 230 Volt Anbindung ist einfach Plug and Play. Hier seht ihr die Netzvorrangschaltung und den FI-Schalter. Da im Moment frostige Minustemperaturen herrschen, habe ich kurzerhand die Powerstation ausgebaut und in die Wohnung gestellt. Viel bleibt nicht mehr übrig. Hier seht ihr das 230 Volt Netzteil für die Powerstation und die elektrischen Anschlüsse. Im Einzelnen haben wir den Übergabepunkt zwischen dem Landstrom und dem 230 Volt Netzteil, den Ladeanschluss des Netzteils zur Powerstation, den Anschluss für die Ladefunktion über die Solarpaneele bzw. der Autobatterie, die Anbindung der 230 Volt Verbraucher und die Anbindung der 12 Volt Verbraucher. Die 12 Volt Verbraucher sind mit Sicherungen abgesichert und lassen sich einzeln schalten. Wie immer hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat und es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal mit einem Abo unterstützt.